Frau Vorsitzende, Herr designierter Kommissar, Sie hatten vorhin stellvertretend für die Automobilindustrie davon gesprochen, dass Sie die Hauptprobleme bei den Energiepreisen und den Dumpingimporten in die EU derzeit sehen. Das sehe ich grundsätzlich anders. Ich glaube, ein Hauptproblem für unsere Industrie sitzt hier in Brüssel, sitzt sogar hier im Raum. Und zwar ist das die Einschränkung der politische Wille und der Einschränkung unternehmerischer Freiheit, garniert mit einem Übermaß an Bürokratie und auch Naivität in vielen Fällen. Deswegen noch einmal zwei ganz konkrete Fragen, die heute schon gestellt worden sind. Setzen Sie sich ein für die Abschaffung oder zumindest die temporäre Aussetzung der Strafzahlungen bei Nichterreichung von CO2-Flottenzielen bei unseren Autoherstellern? Ich rede von Verbrennungsmotoren, nicht eingehen auf die Elektrofahrzeuge, das habe ich alles schon verstanden. Und zweitens, setzen Sie sich ein für die Verschiebung des Verbrenneraus im Jahre 2035. Dankeschön. Merci, Monsieur le Député. Dankeschön. Ich habe über die Gesamtkonjunktur schon gesprochen, die unsere Industrie betrifft. Und die Automobilindustrie leidet doppelt, wie schon gesagt, unter den steigenden Energiepreisen und den internationalen Sachzwängen. Und mein Job besteht darin oder wird darin bestehen, bei diesem Übergang, bei dieser Transformation die Automobilbranche zu begleiten, indem ich die Handelsinstrumente nutze, die ich nutzen darf und indem ich, um ein Level Playing Field zu erreichen und um Arbeitsplätze und Absatz zu schaffen. Ich hatte von den professionellen Flotten gesprochen, 58% der Käufe. Dann gibt es das Social Leasing, darüber könnte man auch vielleicht mal sprechen. Das ist eine Frage, da gibt es noch keine Entscheidung. Aber es gibt Leute, die sich für Ökobonussysteme entschieden haben. Das sind Maßnahmen, die man auf der Angebotsseite beibehalten kann, um das Angebot hochzuhalten und um einen echten Sekundärmarkt zu schaffen, um Autos zu haben, die nach einer Erstnutzung als Gebrauchtwagen auf den Markt kommen, nachdem sie als Firmenwagen gefahren sind. Das schafft Nachfrage und das schafft einen Absatzmarkt für diese Unternehmen. Zu den Strafzahlungen. Die Automobilbranche sollte sie nicht zahlen müssen. Sie müssen sich einfach an die Kriterien halten. Sie haben ja noch ein Jahr Zeit. Wir werden diese Frage in den kommenden Monaten nochmal stellen. Wir werden einen strategischen Dialog mit der Präsidentin führen, mit allen Partnerinnen und Partnern, um wirklich die Situation zu verstehen, um nachzuvollziehen, warum einige Hersteller es geschafft haben, andere hingegen nicht. Und wir werden die Unternehmen dabei begleiten. Und auf keinen Fall haben Sie es hier mit Menschen zu tun, die irgendwelche Hindernisse für Investitionen aufbauen wollen oder für die Arbeitsplätze. Es geht uns darum, das Geschäft anzukurbeln, auch für die Automobilbranche und um die Arbeitsplätze zu schützen.